Habt ihr Lust auf so einen richtig leckeren, deftigen Zwiebelkuchen mit Speck, Käse und ganz viel Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So, ich habe hier ein bisschen Dinkelmehl und wir fangen nämlich direkt mit dem Teig an. Dazu kommt noch ein bisschen Salz und das ist das einzige Salz, was heute in den Teig kommt. Hier noch ein ganz klein bisschen Zucker und dann ein wenig Butter. So, ihr seht, das geht heute ganz flott. Und dazu gebe ich hier mein kostbares Hefewasser. Das ist selbst hergestellte Hefe, lecker bekömmlich und richtig gut. Oben rechts unter dem i verlinke ich euch eine hilfreiche Playlist und ein bisschen Milch kommt noch dazu. So, ab damit jetzt in den Mixer. Einmal hier hochdrücken, Knethaken. Es ist ein ganz leichter Teig. Theoretisch könnt ihr das auch eben schnell mit der Hand kneten. Da ich aber die Zeit immer nutze, noch ein paar andere Sachen zu machen, zack, kommt das rein. Spritzschutz noch dazu, damit die Küche nicht aussieht. Und dann die erste Minute dann immer auf der niedrigsten Stufe kneten und dann später nochmal auf einer höheren. So, das sollte reichen. 5 bis 8 Minuten bei Dinkelmehl. Tauscht ihr dieses durch Weizenmehl, können es auch 10 bis 15 Minuten sein. So, und wenn es denn dann soweit ist, zack, schaltet sich die Maschine hier von selber aus, wenn ich den Timer anstelle. Das ist super praktisch. So, und dann packe ich mir das mal eben in eine extra Schüssel und lasse das Ganze bei Zimmertemperatur abgedeckt stehen, bis er sich verdoppelt hat. In der Zwischenzeit gebe ich die Menge an Zwiebeln, 800 Gramm, schön fein gerieben, einmal in eine Pfanne. Und währenddessen bereite ich schon mal die Füllung weiter vor, während das ein bisschen anschwitzt. 2 Eier, ein wenig Milch, dann vermenge ich das schon mal so ein bisschen. Das klappt am besten tatsächlich, wenn ihr die Eier mal ganz kurz mit einer Gabel anpiekt. Dann habe ich hier Pfeffer und Muskat. Ich persönlich mag lieber ein bisschen mehr Muskat und mache da die doppelte Menge von. Da müsst ihr abwägen, wie gerne ihr das mögt. Dann hier einmal schön geschnittenen Speck da rein und aus dem Grund kommt dann nicht mehr Salz hinzu, denn durch den Speck ist es salzig genug und das reicht vollkommen aus. Probiert es, zur Not könnt ihr nachsalzen, ich würde es nicht empfehlen. So, die Zwiebeln werden hier angeschwitzt. Sie sollten nicht zu dunkel werden. Ihr könnt alternativ, wenn sie mehr dämpfen sollen, ein bisschen Wasser hinzugeben. So, und guckt euch mal den Teig an. Über Nacht ist der richtig schön aufgegangen. Und dann gucken wir mal. Oben habe ich schon meine Springform eingefettet und bereitgestellt, damit da gleich der Teig hinein kann. Und den Dampf, den ihr da gerade seht, das kommt von den Zwiebeln, die ich gerade parallel anschwitze. So, ihr seht hier, das ist einmal eingeölt, nicht mit Butter eingefettet. Das könnt ihr aber auch natürlich mit Butter machen. Und dann könnt ihr den Teig hier einmal so drauf drapieren. Ja, ich muss noch mal eben kurz gucken, dass das Backpapier dann auch richtig liegt. Und dann braucht ihr schon fast gar kein Nudelholz, sondern könnt das wirklich so ein bisschen drücken, so dass ihr einen kleinen Rand schon mal habt. So circa, ja, so 2 Zentimeter, 2,5 würde ich sagen. Es soll auch nicht zu hoch sein, damit ihr nicht den Teig habt und die Füllung versinkt da so drinne. Das soll ja gut aussehen so ein bisschen, ne? Das Auge isst ja mit. Und das ist ein ganz toller Kuchen. Ich kann ihn euch sehr empfehlen. Das Haus hat ganz wunderbar lecker geduftet und so schnell, wie er fertig war, war er dann aber auch schon wieder weg. Also der Hammer und vor allem, wenn er noch warm ist er richtig gut. So, hier sind die Zwiebeln. Ich kann euch empfehlen, diese noch mal ein bisschen einzumehlen, damit der Teig bzw. der Zwiebelkuchen nachher nicht zu flüssig wird. Das ist kein Muss, aber ich würde noch mal, beim nächsten Mal streue ich noch mal ein bisschen Mehl dazu, dann saugt der noch mal die Flüssigkeit auf. Und die Zwiebeln da jetzt einfach schon mal verteilen und den Backofen auf Ober- und Unterhitze vorheizen. Die genauen Angaben findet ihr wie immer unten unter diesem Video, also auch die Mengen von den Zutaten, die ihr benötigt. So, dann habe ich hier ein bisschen geriebenen Gouda. Ihr könnt da selbstverständlich auch anderen Käse verwenden, mehr oder weniger. Ich fand diese Menge jetzt tatsächlich optimal,
denn das hat sich so miteinander kombiniert, also echt fantastisch. Habt ihr schon mal Zwiebelkuchen gegessen oder nicht? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Und auch hier gibt es ja viele Varianten mit Speck, ohne Speck. Schreibt auch mir dort mal hinein, welche ihr am liebsten mögt. Und auch wenn ihr dieses Rezept nachbakt, wie es euch geschmeckt habt, schickt mir eure Bilder über Instagram und Facebook. Dann können sich die anderen auch mal anschauen, was ihr Tolles wieder kreiert habt. Und ich kann euch das echt ans Herz legen. Mit Hefewasser der Teig und dann diese köstliche, deftige Füllung. Ein echter Traum. Hier seht ihr das Endergebnis. Richtig toll. Goldbraun, so wie es sein soll. Und weil er so lecker war, konnte ich nur dieses Foto retten von innen. Schaut euch jetzt mal die Videos noch auf dem Bildschirm an. Ich sende euch liebe Grüße.